Da sind wir wieder, wie versprochen, mit dem nächsten Test über unsere Razer 7 Lichter. Wir haben letztes Mal die Dinger ausgepackt, angemacht, geguckt, wie hell die sind und ein paar Bilder geschossen. Heute geht es ein bisschen mehr ins Detail. Wir werden schauen, wie schlagen sich diese Lampen gegen Lampen der Konkurrenz. Wir werden als erstes ganz klassisch die Helligkeit testen, haben dafür hier auch so ein Helligkeitstestgerät, wo man das sehr genau wirklich sehen kann, wie hell welche Lampe ist. Als zweites machen wir dann einen Test über die Farbwiedergabe. Dafür haben wir ein Set aufgebaut, was wir mit den Leuchten jeweils gleich ausleuchten werden. Als letztes dann ein kurzer Test über Slow Motion. Wir werden wieder ein gleiches Setting aufbauen und gucken, wie sich die Lampen jeweils bei diesen Aufnahmen schlagen werden. Weisen wir mal an. Okay. Ja, das Grunzen ist die HMI. Und hier kommen alle Kandidaten des Vergleichs. Zunächst mal die Razer selbst. Die 300 Daylight ist laut Papier die hellste der Razers, wiegt 6,4 Kilogramm, zieht 300 Watt Strom und kostet 1500 €. Sie hat eine Lebensdauer von 50.000 Stunden. Die klassische ARRI 1000 Watt Warmlichtstufenlinse gibt es so oder so ähnlich schon seit Ewigkeiten. Sie leistet 1000 Watt, wiegt 3,5 Kilogramm und kostet nur etwa 700 €. Für 50.000 Betriebsstunden allerdings kommen noch ungefähr 5.000 € für die Birnen obendrauf. Unsere HMI im Vergleich ist die Daylight Compact 575, wobei Compact irgendwie unpassend ist. Das ultraschwere Vorschaltgerät muss immer mit. Und mit 7,5 Kilogramm ist die Leuchte selbst schon recht schwer. Preis für ein Set mit Trafo über 4.000 €. Und der LED-Konkurrent von ARRI. Die L7C mit 220 Watt maximaler Leistung ist ebenfalls eine LED-Stufenlinse. Sie kann aber noch ein bisschen mehr als die Razer. Im HSI-Modus leuchtet sie in einem beliebigen RGB-Farbton. Dafür wiegt die gute auch ganze 8,2 Kilogramm und kostet fast 3.000 €. Also das ist unser erster unqualifizierter Test. Wir ballern die einfach alle nebeneinander gegen die Wand. Man kann natürlich nicht genau sagen, welche wirklich heller als die andere ist, weil die sich alle gegenseitig Licht geben und so weiter. Aber im ersten Eindruck ist die Razer ziemlich hell. So sieht's aus. Auf den ersten Blick hat die Razer die Nase vorn. Auch die HMI scheint sehr hell. Außerdem fällt auf, die Lichtfarben der Tageslichtlampen variieren mehr als ich dachte. Die L7C zum Beispiel scheint in einem eher grünlichen Weiß, die Razer geht weiter Richtung Rot. Wir könnten einmal ganz kurz gucken, wie sich das verhält, wenn man die 1000er ARRI hier, die ja unsere einzige Warmlichtlampe im Test ist, wenn man die mit einer CDB-Folie zu Tageslicht macht. Jo, das nimmt auf jeden Fall einiges. Was hat das Testgerät? Wie hell ohne Folie? 365. Jo. 180. Ja, ist genau die Hälfte. Das ist krass. Klar weiß man, dass die Folie viel Licht frisst, aber dass die 1000er ARRI zu einer 500er wird, das wusste ich nicht. Okay, so machen wir es. Wir werden alle Lampen auf komplett Vollgas genau auf dieses Stativ stellen und gucken, dass die Ausrichtung exakt gerade auf die Wand ist. Außerdem müssen wir natürlich den Fokusgrad bei allen gleich einstellen. Das heißt, wir werden überall versuchen 18 Grad zu bekommen, weil das das Engste ist, was die Razer fokussieren kann. Außerdem filmen wir natürlich das Ganze mit, und zwar mit komplett manuellen Einstellungen von der Red. Also die Helligkeit, die sich hier verändert, ist wirklich die Helligkeit vom Licht. Okay, Testgeräte bereit. Wir messen immer genau den Mittelpunkt des Spots. Machen natürlich auch ein paar Messungen nacheinander, um dann nachher einen Mittelwert zu bekommen. Die Razer gibt mit einem Ergebnis von etwa 1700 Lux im Mittelpunkt des Kegels ins Rennen. Dagegen wiegt die L7C ehrlich gesagt wie eine ziemlich schwache Funzel. Sie bekommt unter den gleichen Umständen gerade mal eine 500 hin. Die 1000er schafft etwas mehr, 950. Razers offizieller Werbespruch für die 300er Daylight lautet 1,5 mal heller als eine herkömmliche 1000 Watt Stufenlinse. Das stimmt, bei uns ist sie sogar 1,7 mal heller. 1400 Lux für die 575er HMI. Wie schon auf den ersten Blick gemerkt, die HMI hat ebenfalls ganz schön Bums. Die hellste bleibt aber die Razer. Bei der HMI fällt auch noch etwas anderes auf. Es war unglaublich schwer, einen Lichtkegel zu fokussieren, der den anderen ähnelt. Selbst bei den schmalen 6 Grad, die sie komplett gespottet hinbekommt, beleuchtet sie ringsherum die ganze Wand ein bisschen mit. Im Vergleich der Fokussierung fällt auf, dass die beiden LEDs im Spot sehr klare Kegelformen mit weichen Rändern haben. Der Spotkegel der 1000er hat einen noch weicheren, längeren Verlauf an der Kante. Im Flat-Modus hebt sich die Razer dann sehr ab. So weitwinklig wie sie kann man die anderen Linsen bei weitem nicht einstellen. Also da bist du hin und her gerissen zwischen böse und gut. Das ist so die Story, die wir erzählen. Das ist doch die Story in life. Aus.
Dann geht es jetzt um die Farbwiedergabe. Das ist unser Set. Wir werden alle Lampen nacheinander auf dieses Stativ stellen, damit wir wieder den gleichen Abstand haben. Wir werden außerdem diesmal die Lampen alle so weit fluten, wie es geht, sodass dieses Set möglichst großflächig beleuchtet, was wir da aufgebaut haben. Okay, wir starten mit der L7C, die bei den eingestellten 5600 Weißabgleich in Leuchte und Kamera relativ grün-gelblich daherkommt. Die Helligkeit haben wir für den Farbtest durch ISO-Einstellungen angeglichen. 5600K wirken bei der Razer dagegen recht natürlich. Ebenso die HMI, die Farben wirken sehr rund. Wie alle anderen Leuchten hat die 1000er natürlich den zu ihr passenden 3200er Weißabgleich bekommen. In Wirklichkeit macht sie natürlich diese schöne Wohnzimmerstimmung hier, aber durch den passenden Weißabgleich kann man das gut anpassen. Im Vergleich schneidet die Kunstlichtlampe damit aber nicht besonders gut ab. Die Rottöne in der Paprika wirken kalt, eher wie Magenta statt Paprika-Rot. So nebeneinander fällt noch stärker auf, wie gelbstichig die eingestellten 5600K bei der L7C wirken. Das passt nicht so ganz. Das Gemüse strahlt im Licht der Razer ziemlich satt und angenehm. Wie schon gesehen, die Paprika bei der 1000er Kunstlicht kommt so kühl etwas unappetitlich daher. Auch im Hautton kann man die kühlen Rottöne wiederfinden. Im Licht der HMI und der Razer wirkt Willi wesentlich gesünder. Die Farbstiche der verschiedenen Lichter lassen sich mit einem automatischen Weißabgleich natürlich anpassen. Hier ist das Weiß der Tür im Hintergrund für den Abgleich genommen. Damit bekommt auch das Licht der L7C einen viel angenehmeren Farbton. Slow-Mo-Test. Gemüse wird zerhackt mit 240 Frames. Richtig, das ist gar kein Gemüse, das ist eine Banane. Aber das macht das Licht der HMI auch nicht Slow-Mo-tauglicher. Bei 240 FPS ist sie längst eingeknickt. Flicker-Free gilt bei den traditionellen Vorschaltgeräten bis 60 oder höchstens 100 FPS. Und, etwas überraschender, auch die Glühbirne der 1000er Arri hat totale Probleme mit 240 FPS. Normalerweise eignet sich Kunstlicht ja super für Slow-Mo-Aufnahmen, allerdings nur die großen Lampen ab 2 kW. Bei den kleineren Modellen kühlt der glühende Draht zwischen den Stromzyklen so weit ab, dass der Helligkeitsunterschied in Slow-Mo sichtbar wird. Die Razer hat wie erwartet keine Probleme mit High Frame Rates. Laut Hersteller soll sie sogar bis 15.000 Frames flicker-free bleiben. Und hell genug ist sie für Slow-Mo-Spielereien auch. Das ist, wie schon entdeckt, der Nachteil der L7C. Hier mussten wir die ISO für 240 FPS ziemlich hochdrehen. Ansonsten ist aber auch diese LED natürlich wunderbar für Zeitlupenaufnahmen geeignet. Okay, das war's auch schon wieder. Der kleine Test ist vorbei. Wir haben die Razer 7 300 Daylight gegen klassische Konkurrenten von Arri getestet. Und so in der Auswahl, die wir hier hatten, hat die Lampe dabei gar nicht so schlecht abgeschnitten, würde ich sagen. Also ich fand, die hat sehr gut abgeschnitten. Wie wir in dem Test gesehen haben, war die Razer 7 mit Abstand die hellste Lampe von denen, die wir getestet haben. Und in der Preisklasse, in der wir unterwegs sind, macht die schon ein sehr gutes Licht. Also wir werden die auf jeden Fall auf Drehs und bei Produktionen, die wir so haben, viel benutzen. Bis zum nächsten Mal.